So, hi meine Freunde, willkommen zur zweiten Hälfte von The Journey, die ich euch zeigen möchte im EA Access noch. Danach werden wir dasselbe nochmal sehen, wohl oder übel. Vielleicht überspringe ich das dann auch irgendwie, mal gucken. Nur mit einem anderen Verein. Wir haben jetzt hier den Lieblingsverein Arsenal ausgewählt. Aber wir werden dann auf jeden Fall uns höchstwahrscheinlich für den FC Liverpool entscheiden. Oh, da ist es nicht. Oh, das hätte sein müssen. Das ist 1-0. Also wir müssen uns jetzt extrem steigern. Wir sind auf Platz 12, sind eigentlich kurz vorm Rausfliegen. Das wäre echt kacke. Da haben wir jetzt mal... Wir können nicht mal was Taktisches einstellen. Wir können einfach nur spielen. Das ist nicht cool. Danke. So, Hunter. Lauf mal nach vorne. Nee, dann halt nicht. Schade. Also wir haben immer noch die 6,0. Also damit werden wir nicht wirklich weit kommen. Torwart. Was machst du für einen Scheiß? Oh Gott. Oh Gott. Also bitte. Ich weiß auch nicht, wie wir hier wirklich was reißen sollen. Das ist doch total scheiße. Wir sind ein Spieler. Beziehungsweise wir sind ein Team und müssen für einen Spieler hier die beste Bewertung rausholen. Bin gespannt, was passiert, wenn wir es eben nicht schaffen. Also wenn wir nicht unter den Top 10 oder Top 11 sind, was auch immer. Und dann nicht weiterkommen. Was passiert dann? Oh Gott! Wow. Alter. Ich könnte auch einfach alle umhaxen, dass zumindest mein Team eine relativ schlechte Bewertung kriegt und ich so Chancen habe, eine gute zu kriegen. Hey, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben keine Chance. Null. Alex Hunter berührt den Ball keine Sekunde. Der hat nichts zu melden da vorne. Während die jetzt schon wieder gleich 2-0 machen. Es kotzt so an. So. Klasse. Oh, Mann, der hätte aber auch... Das hätte aber auch ins Tor gehen können, dieses Ding. Mann. Aber das hat uns schon einen ziemlichen Boost gegeben. Von 6,0 auf 6,7. Verpiss dich, du blöder Penner, du Drecksack. Blöder Williams-Spacko. Leute. So wird das nix. Ah. Das wird eh nix. Das bezweifle ich, dass wir da irgendwie noch durchkommen. Und wenn, lässt sich dann das Spiel irgendwas einfallen mit, keine Ahnung, es haben sich 2 verletzt oder so und wir kommen automatisch weiter oder so. Ernsthaft? Die sind so scheiße, die Mitspieler, die sind so scheiße. Ey, die sind so kacke. Das ist ja zum Kotzen, die sind so schlecht. Oh.
Jetzt. Alex Hunter, da ist das Tor. Jawohl. Bringt dieses Tor vielleicht die Wende? Boah, in letzter Sekunde noch ein Tor geschossen. Wir sind auf Rang 10. Wir sind gerade noch dabei. Gareth Walker auf der 9. Also der hat es auch gerade noch so geschafft. Wo ist der blöde Penner? Achso, der hat ja schon einen Vertrag. Alter Schwede, war das knapp. Dieses Tor hat uns mit Sicherheit den Arsch gerettet. Kann man so sagen. Ohne dieses Tor... Alter, wir sind gerade noch so dabei. Platz 10. Boah. Wähle ein Spielstil. Übernehmen das gesamte Team oder steuere nur Alex Hunter, um die Story noch intensiver zu erleben. Ich denke, wir machen jetzt hier mal nur mit Alex Hunter. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard working training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even look like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Williams. Oh, he's got a mouth on him, hasn't he? Never shuts up. You can give it large all he wants, man. I just want to play football. I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it like reoccurring. Schön wär's, aber er hat ja schon einen Vertrag. Shift starts in half an hour. It won't be long now. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. All right. What do you think, Grandad? Great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas Day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Was around back when your dad was still playing. We should call him. Good tune. Ist es vielleicht ein komischer, zwielichtiger Typ? Ich weiß es nicht. Ich kann den jetzt schlecht einschätzen. Exzellent. Die Leistung war exzellent, aber trotzdem hat es nur für den 10. Rang gereicht. Jim Hunter. Unser Opa. Oh, ist das schön. Wir gehen weiter, auf jeden Fall.
Hey. Agents here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my #1 client. Ja, schön, Sie zu sehen. Mr. Taylor, good to see you. But you can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? 1 or 2. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Naja, wie alt ist er jetzt? 18, 17, 18, 19? Ich meine, Geld kann er auch noch in 10 Jahren ohne Ende verdienen. Da müssen wir jetzt nichts überstürzen. Welchen Verein, bei dem du unterschreiben möchtest? Okay. Ach, hier sehen wir. Okay, wir können jetzt aussuchen. When it comes to nurturing young talent, managers don't come much more qualified than Arsenal's. Anelka, Henry, Fabregas, Walcott. Arsene Wenger's list of successes are as long as my arm. Not to mention the fact that he's led the Gunners to 3 Premier League titles and 6 FA Cups. Success may have been a bit harder to come by of late, but their squad's chock full of stars, as well as some exciting newcomers like Granit Xhaka. Make no mistake, Arsenal will be one of the favourites for the title this season, so breaking into their first team would be a major challenge. Scheiße. Also das Ziel ist die Liga gewinnen, das ist schon krass. Was hören wir uns mal an Chelsea an? Hard to believe Chelsea finished 10th last season after winning the Premier League the previous campaign. But with new manager Antonio Conte coming aboard after leading Italy to the quarters of the Euros, it's the start of a new era for the Blues. They've already shown their financial clout by snapping up Michy Batshuayi, but with so much attacking talent in their squad, you'd be facing some serious competition to break into the first team. Ja, das stimmt. Okay, also Trainerwertungsziele. Startelf 8,5, als Auswechselspieler fordern sie eine 7,5. Also, das ist echt krass. Hören wir uns nochmal kurz die Club-Story an. The sleeping giant of English football. But the Reds are still a force to be reckoned with. A couple of seasons ago, they lost their talismans Steven Gerrard and Luis Suarez, so they're looking for a new hero to help them back to their glory years from the 70s and 80s. Back then, they were pretty much unstoppable. Their squad's got a good mix of young players and experience, and their manager, Jurgen Klopp, has a proven track record of turning young players into stars. Word of warning, you might find yourself on the bench as much as on the pitch with all the attacking players they've got, especially now they've signed Sadio Mane and Jorginho Wijnaldum. Ich glaube, wir probieren es trotzdem beim FC Arsenal. Das ist, denke ich, ist ja eigentlich auch egal. Ich meine, das ist jetzt nichts Festes. Wir probieren es bei Arsenal, unserem Herzensverein. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalise the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signed him in my old club. Die Hunter sind wieder da. Hunter's a back, Granddad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Alex, that's just brilliant. Was für ein Zufall!
Gut. Michael Taylor. Nach Verpflichtungen wie Alex Hunter und Gareth Walker bin ich überzeugt, dass Arsenal die letzte Saison übertreffen wird. Da geht einiges. Ian Ladyman. Ich bin nicht überzeugt, dass Arsenal mit Hunter und Gareth Walker den Erfolg des Feuers anknüpfen kann. Okay. Egal, wir gehen weiter. Footbelohnungen. Hä? Hä? Alles klar. Wir haben einen Transferwert von 2,7 Millionen Pfund in dem Fall. Alles klar, okay. Gut zu wissen. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal weiter. Trainingstag, heutiger Schwerpunkt, Defensive. Wait, isn't that? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Hunter, Walker, in you go. Ey, da war fucking Arsene Wenger und Özil. Was geht ab? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have enough pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want to know the one direction you need to go, and it's that way, to the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. I thought we looked good. All right. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today, Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off, one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Alles klar. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? Ja, ich bin bereit. We're ready when you are, hombres. Children. Let's teach them a lesson. It's a Spanish, yeah? Yeah, man. Der eine ist Spanier, der andere scheint Franzose zu sein. So vom Akzent her. Und die scheinen sehr hinterfotzig zu sein, die blöden Penner. Also machen wir jetzt unser Ding. Was gibt's denn jetzt zu tun, Trainer? Alter, wir spielen beim FC Arsenal. Was geht ab? Training. Alex' Attribute entwickeln sich durch deine Spielweise und deine Trainingsleistung. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex' Gesamtwertung steigt, schaffst du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Gentlemen, what do you say we do a little hard training today? Lovely, let's get cracking. Okay. Verteidigungsgrundlagen. Machen wir mal. Muss auch gemacht werden. Los geht's. Den hauen wir um. Locker flockig. Hahaha. Oh, war das gut gegrätscht.
Komm her. Oh Gott, das war so schlecht. Komm. Ups. Okay, so gut sind wir dann doch nicht. Ja, wir sind halt eben kein Verteidiger. Das war nice. Gut gemacht. Fortsetzen. Nächste Trainingseinheit. Tempo-Dribbling. Weiche den Hindernissen aus. Okay. Ach, das ist die Scheiße. Ach, nee. Oh, fängt schon gut an. Ernsthaft? Oh mein Gott. War das schlecht? Das machen wir nochmal. Das war ja sowas von schlecht. So, jetzt haben wir auch keine Konfrontation mit dem Typ gehabt. Ach, ernsthaft? Ja, klar. Ey. Oh mein Gott, so schlecht. Nochmal. Oh mein Gott. Nochmal. So, jetzt. Ja. Egal, B. Immerhin B. Immerhin etwas. Bin ich zufrieden mit. Gut, zweimal B. Ist gut, oder? Ist gut. Get some rest tonight. Alles klar. Also wir gehören zu den Auswechselspielern, sind zum Glück kein Reservist. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just, remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Alles klar. Also wir sind noch gar nicht in der Saison, sondern als noch dieses, könnte jetzt dann bald die Tour kommen, Vorbereitungstournee. Aber wir bleiben weiterhin in London. Und trainieren weiter, denke ich mal. Ah ne, einige Tage später. You know, it'll never ring if you keep staring at it. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. Yeah, there'll be other tours. See? Watch Bob. Hey? Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks.
Well? Yes! You did it, son! You did it! Irgendwo über dem Atlantik. Es geht also nach Amerika. Mate, you sure that's how it works? I don't know, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? Einfach ignorieren. Ignore them, man. Only thing that matters is how we play on this tour. Yeah, well, we better show them then, mate. So how'd you work it? Press a button and they fair. Wir sind in Seattle. Yay. Wie gehen wir weiter? Oh, gegen Paris. Vorbereitungstour. Heute gegen Paris Saint-Germain. Das Spiel zeigen wir euch noch. Oder zeige ich euch noch. Und dann würde ich sagen, beenden wir das hier erstmal mit EA Access. Dann geht's ab dem offiziellen Release mit The Journey nochmal von vorne los und dann nochmal weiter. Ich weiß es noch nicht genau. Wir sehen es dann einfach. Und ja, wir spielen mal mit Hunter. Wir sind ja nicht in der Startformation drin. Also spielen wir mit Hunter. Wir sind ja Auswechslungsspieler. Und es lädt. Die Tabelle zählt nicht. Die Saison hat ja noch gar nicht begonnen. Aber ja. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wir hocken uns einfach neben Giroud, neben Sanchez auf die Bank. Alter Schwede. Geil. Der Mist wird einfach neben uns. Da guckt sich an, der Özil und der Arsene Wenger. Alter, ist das geil. Also man hat schon wirklich das Gefühl, man ist drin. Okay, wir müssen uns warm machen. Jetzt sind wir bereit fürs Spiel. Alex Hunter und Walker kommen rein. 8 müssen wir schaffen. Ein Tor müssen wir schießen. Und das Spiel gewinnen, auf jeden Fall. Oh fuck, ein Tor schießen, das wird lustig. Oh, da der erste Pass geht schon vorbei. Oh, jetzt. Nein. Das war nix. Schlechtes Timing, okay. Das sind 8,0. Wird hart zu schaffen sein. Also wir sind in der 65. Minute. Das wird lustig. Verdammt. Wir machen nicht gerade die beste Werbung für uns.
Große Zukunft. Alex Walker. Da stand's. Ach, ernsthaft. ...5,8. Noch 20 Minuten zu spielen. Wir haben noch nichts gerissen. Also wirklich gar nichts. Ah, das war nicht gut. Was machst du? Spiel mit dem Ball. Okay. Das war nicht cool. Boah, schön geholt, das Ding. So, wohin mit der Kugel? Jetzt! Oh, fuck! Das wäre die Chance gewesen fürs Tor. Aber Stambuli, alles klar, der sollte eigentlich bei Schalke sein. Der jetzt am Ball ist. So, die Chance. Verdammt. Aber egal. Immerhin mal ein Schuss aufs Tor. Hey. Okay, das war nicht gut. Ernsthaft? Spiel ihm den Ball. Ich warte auf den richtigen Moment. Da ist es! Oh! Das hätte sein können. 5 Minuten haben wir noch, wir sind sehr schlecht. 6,0, also wir sind einfach anwesend auf dem Platz. Mehr sind wir auch nicht. Können nicht wirklich überzeugen, aber wir gewinnen immerhin das Spiel. Das ist schon mal etwas. Muss man ja auch erstmal schaffen. Oh mein Gott. Wo stehe ich überhaupt? Ich bin Stürmer. Ich bin mit einer 6,0 rein und ich werde mit einer 6,0 rausgehen. Es ist aber halt auch verdammt schwer, da wirklich was zu reißen. Vom als einzige Spitze da vorne. Das macht's alles nicht gerade einfacher. Nachspielzeit läuft. 6 Minuten. Wir haben nichts, aber auch gar nichts zu melden. In diesem Spiel. Das wird wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass wir in der richtigen Karriere, werden wir wahrscheinlich dann ins Mittelfeld rücken. Da haben wir wirklich viel mehr Spielanteile. Als hier. Was ist denn das für ein komischer Schuss überhaupt? Okay, das dürfte es gewesen sein. Das dürfte es gewesen sein. Oh, nee. Ja. Wir waren sehr schlecht. Beziehungsweise wir waren nichts wirklich Nennenswertes. Wir waren einfach nur da. Als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen, du musst auch Ballbesitz in der Angriffszone halten. Daran musst du arbeiten. Wir haben einfach nichts gerissen. Nichts. 6,0. Wir haben weder wir haben nur gerade mal das Tor, also dass wir gewonnen haben. Das haben wir abgeschlossen. 1 von 3. Das war sehr, sehr schwach. Oh, Mittwoch, 20. Juli geht's gegen Dortmund.
Did that really just happen? Kann's kaum fassen. Best 30 minutes of my life. Yes, bro. Und das, obwohl wir 0 Leistung gezeigt haben. Also wir haben für die Startelf-Bonus nichts gekriegt. Wir haben kein Tor geschossen, also kriegen wir kein Geld. 5.300 Pfund an Einnahmen haben wir. Einen Transferwert haben wir auch. Ist er gestiegen? Nee. 2,7 Pfund war er vorher schon. Der erste Sponsorendeal folgt ab 200.000 Followern. Boah, wir haben gerade mal 10.000. Was auch schon viel ist eigentlich, finde ich. Für einen totalen No-Name. Eigentlich. Aber gut, wir sind wieder in unserer Hotellobby und wir sehen uns dann zur richtigen Journey-Karriere. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne einfach weiterspielen und gucken, wie es läuft. Aber ja, wir machen es dann in der nächsten Partie, beziehungsweise im echten, kompletten, ganzen FIFA, ohne Zeitbegrenzung. Da werden wir besser spielen auf jeden Fall. Da werden wir alles nochmal von Grund auf aufbauen, werden dann auch nicht bei Arsenal starten, sondern wahrscheinlich bei einem anderen Club. Ich weiß es noch nicht genau, vielleicht auch Arsenal. Das hat mir jetzt eigentlich relativ gut gefallen. Dort hat man auf jeden Fall auch gute Chancen, wirklich was zu reißen. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall im fertigen Spiel zu einem Karrieremodus und zu The Journey. Ich freue mich drauf. Ihr euch hoffentlich auch. Bis dann und tschüss.